Ich bin nur 10 Minuten von zu Hause entfernt und dann plötzlich das hier. Aber ehrlich, dieser Platten hier ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin noch nicht so lange im Fahrradbusiness und ich glaube, die größte Angst, die man hat, ist, dass man irgendwo im Nichts auf einmal einen Platten hat. Und ich sag's dir ganz ehrlich, genau davor hatte ich auch einen riesen Respekt. Und ja, heute ist es passiert. Aber nicht so, wie ich es erwartet habe. Denn etwas hat mich komplett überrascht. Der perfekte Ort für den ersten Platten. Ich bin nur 10 Minuten von zu Hause entfernt, weil ich nur eine kleine Mini-Runde fahre. Also nichts Wildes. Ich merke plötzlich, wie das Hinterrad schwammig wird, gucke runter und sehe einen Platten. Und jetzt kommt das Lustige. Ich könnte einfach umdrehen und wieder nach Hause laufen. Wäre nur ein ganz kleiner Spaziergang. Aber ich habe mich an den Tipp von einem Kumpel erinnert. Und der kann mir jetzt wirklich helfen. Er meinte, pack dir einfach immer eine kleine Tasche unter den Sattel mit den nötigsten Sachen drin. Flickzeug, Minitool, ein Ersatzschlauch, Reifenheber und eine kleine Pumpe. Die habe ich in der Tasche. Hier, eine kleine Pumpe. Ich habe noch eine kleinere, aber die habe ich jetzt zu Hause. Was man noch brauchen kann, gerade speziell wenn man Scheibenbremsen hat, ist ein kleines Distanzstück. Dazu kommen wir aber gleich noch. Also, wenn ich den Schlauchwechsel mal selbst ausprobieren will, dann lieber hier und jetzt, als wenn ich nachher 20 Kilometer weit weg bin, irgendwo noch tiefer in der Pampa und mir keiner helfen kann. Also, Challenge accepted. Auf geht's. Wie wechselt man einen Fahrradschlauch? Als erstes sichere ich jetzt erstmal das Rad, mache mal alles ab, was wir nicht brauchen. So, ich habe mir noch ein paar Handschuhe angezogen, nicht weil ich Angst vor Dreck habe, sondern weil es ein bisschen kalt ist. Ich sehe gerade, die Flasche habe ich auch noch vergessen rauszunehmen. So, als erstes müssen wir das Hinterrad rauskriegen. Ja, dafür gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir drehen das Rad komplett um. Ja, das geht natürlich, wenn man ein bisschen Kraft hat und ein bisschen Platz zum Ablegen hat. Oder wir drehen es auf die Seite und probieren es damit. Doch bevor ich das Rad umdrehe, löse ich noch schnell die Achse, weil jetzt steht das Rad noch stabiler, als wenn es nachher auf dem Kopf steht. So, wobei man noch darauf achten muss, ist, dass man sich den Sattel natürlich nicht zerkratzt. Hier auf der Wiese geht's, da ist höchstens nass, also gibt es höchstens einen nassen Popo. Und natürlich vorne am Lenker muss man auch ein bisschen gucken, wenn man irgendwo auf Asphalt unterwegs ist oder so, dass man sich vielleicht was unterlegt, seine Tasche, die man dabei hat oder vielleicht ein Hemd oder so oder die Jacke, dann geht das schon. So, jetzt gucken wir mal. Ständer am besten runterklappen, nicht, dass man sich da irgendwo den Kopf dran stößt oder die Augen. Jetzt nehme ich die Achse komplett raus. Ganz normales Rechtsgewinde, das heißt, wir drehen wie bei der Flasche den Deckel auf, einfach raus. Es gibt natürlich andere Systeme noch. Bei meinem Fahrrad haben wir es jetzt hier mit so einer Achse zu tun, als ganzes Stück. Ja, kannte ich vorher auch noch nicht, habe ich erst seit dem New Road Race FE. Vorher hatte ich eine normale Achse, wo man dann dementsprechend Muttern lösen muss. Die Achse jetzt am besten nicht einfach auf die Wiese legen, weil sonst hat man nachher ganz viel Dreck im Gewinde. Deswegen packe ich die auf die Tasche. Damit finde ich sie auch schneller wieder. Ich habe gerade in meiner Tasche gesehen, dass ich hier noch einen Beutel mit habe. Den kann ich jetzt super als Unterlage benutzen. Da lege ich erstmal alle Teile, die ich habe, drauf. Weil später auf der Wiese findet man die Sachen vielleicht nicht mehr wieder. So, mal eine kleine Arbeitsablage hier. Schön. Wo man ein bisschen darauf achten muss, ist beim Ausbauen vom Hinterrad, dass die Kette auf der kleinsten Zahnrad hinten und den kleinsten Zahnrad vorne ist. Dann hat die am wenigsten Spannung, kriegt man am besten das Rad raus. Also schalten wir erstmal runter. Hätte ich natürlich vorhin schon machen können, bevor ich die Achse rausgenommen habe, aber so wie wir sehen, geht es auch. So. So. Perfekt. So, jetzt kann man die Schaltung einfach hier nach hinten drehen. Seht ihr das? Dann kann man das Hinterrad einfach hochheben. Dann hängt es hier nur noch an der Kette dran. Ich kann ein bisschen hochheben.
zack, hat man das Hinterrad schon draußen. Bei Bremsscheiben ist es so, dass es sich anbietet, immer so ein Distanzstück hier hinten in die offene Bremsbeläge reinzuschieben. Ja, falls man versehentlich an die Bremse kommt, würden sich zusammendrücken und dann kriegt man die nicht mehr weit genug auf, um die Bremsscheibe einzuführen. Deswegen einfach den kleinen Adapter reinmachen und den Distanzstück reinmachen, dann ist das schon gut. Hinterrad ist draußen, Bremsbeläge sind gesichert. Jetzt müssen wir versuchen, den Mantel einseitig erstmal zu lösen, damit wir den Schlauch rauskriegen. Dafür suchen wir uns erstmal das Ventil, schrauben die Kappe ab, gucken, dass uns die nicht verloren geht. Wir haben jetzt wirklich unsere Unterlage hier. Wir müssen hier dann noch den kleinen Ring abschrauben vom Ventil. Auch gucken, dass der uns hier nicht verloren geht. Wie oft im Leben gibt es wieder zwei Optionen. Es gibt so eine Reifenheber hier aus Kunststoff und dann gibt es Reifenheber aus Metall. Ja, mit den Metallhebern kann man natürlich ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Die sind auch ein bisschen schmaler, kann sich aber auch viel besser die Felge damit kaputt machen. Also kleine Kratzer reinbringen oder kleine Dellen. Deswegen günstiger die Kunststoffsachen. Ich habe heute mal beides mit. Probiere es auch zuerst mit den Kunststoffsachen. Wir gucken mal, wie praktikabel das Ganze ist. So, bevor ich jetzt versuche, mit den Kunststoffhebern unter den Mantel zu kommen, drücke ich den erstmal überall ein bisschen ab, dass er nicht mehr in der Felge klebt, weil da hat er sich garantiert schon gut angepresst. Ja, klacks, klacks. Hört man gleich. Klacks. Und nachher haben wir zu viel Spannung drauf. Dann wird es fast unmöglich, den abzukriegen. Super. Andere Seite am besten auch gleich nochmal lösen. Weil wir müssen ja die Ursache noch finden, warum der Platten da ist. Kurzer Einschub an dieser Stelle. Ich habe euch alle Tools, die ich hier verwende und auch Ersatzteile wie Schlauch, Mantel und so weiter unten in der Videobeschreibung verlinkt. Es handelt sich hierbei um Affiliate-Links, was euch nicht 1 Cent mehr kostet, aber mir hilft, meinen Kanal weiter auszubauen. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß beim Video. So, die Handschuhe müssen nachher auf jeden Fall in die Wäsche, weil der Reifen schön dreckig ist. So, prima. Haben wir das? Jetzt stecken wir erstmal einen Heber mit rein, direkt unter den Mantel hier. Nehmen wir den noch einen zweiten mit rein. Bisschen Abstand halten. Und dann versuchen wir mal das Ganze hier über die Felge zu heben. Und wie wir sehen, klappt das so ganz gut. Und dann schieben wir den einfach durch. Gut. Zack. So einfach geht's, aber natürlich nur, wenn man vorher den Mantel wirklich wegdrückt von der Felge. So, Mantel ist einseitig ab von der Felge. Das heißt, jetzt haben wir gute Karten, an den Schlauch zu kommen. Man beginnt idealerweise hier am Ventil. Ja, das schieben wir jetzt mal durch die Felge durch. Also erstmal rauskriegen. Bisschen seitlich schieben, je nach Ventillänge. Es gibt auch Ventile, die sind deutlich länger. Dazu müsste man dann erstmal den Mantel komplett abnehmen, sonst kriegt man das Ventil gar nicht hier raus. Ihr habt ja gesehen, es war eben schon ziemlich knapp hier, aber hier geht's. So, jetzt vorsichtig mal rausheben, dass wir den Schlauch nicht noch mehr beschädigen. Ich nehme den Mantel jetzt gleich nochmal komplett von der Felge runter, damit ich den in Ruhe prüfen kann, um sicher zu gehen, dass da nicht noch irgendwas drin steckt, ein Dorn, ein Nagel oder was auch immer, was mir gleich den neuen Schlauch wieder kaputt machen würde. Passt bitte ein bisschen auf, dass ihr die Felge zum Mantel nicht verdreht, weil die sind laufrichtungsgebunden, die meisten Mäntel. Steht auch drauf, hier bei mir zum Beispiel steht Rotation so rum drauf. Und weil ich mir jetzt nicht irgendwie merken will, wie rum war das Rad auf dem Fahrrad drauf, wie rum war der Mantel auf der Felge drauf, lege es einfach so hin, wie es ist. Pass auf, dass ich da nicht durcheinander komme. Und gucke jetzt nochmal durch, wo jetzt irgendwas drin stecken könnte. Prüfe die Innenseiten hier nochmal richtig schön, ob irgendwas drin ist. Und aha, brauche ich gar nicht lange suchen hier. Steckt so ein richtig schöner, dicker Nagel drin. Toll. Bei mir wahrscheinlich vorhin in der Baustelle, wo ich durchgefahren bin, reingefahren. Klasse. Na gut, aber wir haben was gefunden. Der hat richtig schön hier an der Seite drin gesteckt. Da ist natürlich auch keine Nylonschicht von den Reifen. Weil man merkt hier schon, der Marathonreifen, der ist hier sehr dick. Ja, durch die Nylonschicht, die er hat. Und die Seiten sind natürlich ein bisschen dünner, wie bei jedem auch. Okay, ich gucke noch mal ganz in Ruhe durch. Puste dann den ganzen Dreck hier raus, weil kleine Steine
und Co., die können euch nachher auch den Mantel wieder kaputt machen, beziehungsweise können euch nachher den Schlauch wieder kaputt machen. Auch ein kleiner prüfender Blick von außen nochmal, nicht dass ein zweiter Nagel noch drin steckt oder andere Beschädigungen schon da sind. Noch eine kleine Anmerkung zum Schwalbe Marathon Plus Reifen. Der Reifen ist echt klasse. Ich hatte damit bis jetzt noch nie eine Panne, außer einmal durch eine riesen Reißzwecke, die ich mir eingefahren habe, und in dem Fall jetzt durch den kleinen Nagel, den ich da drin hatte. Beides war recht an der Seite, ja, da wo der Mantel sowieso ziemlich dünn ist und keine extra Schutzschicht hat. Ansonsten auf der Lauffläche, wo die Nylonschicht unterstützt, hatte ich noch nie Probleme. Und ich bin schon über 5000 Kilometer mit diesen Reifen gefahren. Okay, der Mantel ist gecheckt. Es sind keine weiteren Nägel oder Dorne drin. Das heißt, ich kann jetzt loslegen, den Schlauch vorbereiten. Ich nehme in meinem Fall jetzt mal den neuen Schlauch, weil mir ist recht kühl schon geworden. Ist ja immerhin schon Herbst. Ja, den anderen Schlauch kann ich dann zu Hause in Ruhe reparieren. Erstmal auswickeln. Gucken natürlich, dass man den jetzt nicht dreckig macht. Nicht, dass man schon wieder dann irgendwelche Steinchen oder irgendwas dran hat, was einen den Schlauch kaputt machen kann. Auch hier die Kappe abdrehen. Den Ring abdrehen. Der neue Schlauch hat natürlich auch so ein französisches Ventil hier, wo man aufschrauben muss, um halt Luft reinzukriegen oder rauszukriegen. Wir pumpen jetzt mal ein ganz klein bisschen Luft rein. Ja, die Luftpumpen haben meistens zwei Seiten. Ja, französische Ventile oder die alten Fahrradventile, die man so kennt. Und jetzt hier bei mir zum Beispiel die silberne Seite. Pumpen ein bisschen Luft rein. Weil dann verdreht der Schlauch sich nämlich nicht im Reifen, sondern behält seine Form, so wie er sein soll. Nicht so viel, so es reicht schon. Jetzt haben wir schon mal eine kreisförmige Form hier. Machen wir erstmal wieder ab, die Pumpe. So, schließen wir das französische Ventil noch einmal kurz, dass sich die Luft noch entweicht. Dann packen wir den Mantel wieder auf die Felge drauf, einseitig. Also dass wir hier so einen Spalt haben, wo wir den Schlauch schön reinlegen können. Wir starten mit dem Schlauch natürlich auf der Ventilseite, den einzusetzen. Das heißt, wir machen uns hier noch mal ein bisschen frei, das Loch, stecken das Ventil ein. Ups. Und dann können wir nämlich ganz in Ruhe den Schlauch hier reinlegen. Wie gesagt, immer ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht nochmal den Schlauch dreckig macht, hier mit dem ganzen Dreck auf der Felge. Ich habe jetzt natürlich keinen Lappen mit, so wie die wenigsten, die Fahrrad fahren gehen wahrscheinlich. So, dann legen wir uns das mal hin hier, das Ganze. So, jetzt beginnt der letzte spannende Arbeitsschritt für den Reifen an sich. Wir müssen versuchen, wieder den Mantel in die Felge reinzukriegen. Da arbeiten wir schon mal mit Hand vor, indem wir einfach drüber heben, soweit es geht. Natürlich gucken, dass er auf der anderen Seite nicht wieder rüberrutscht, der Schlauch, der Mantel. Da muss man einfach ein bisschen geduldig auch sein. Das rutscht ab und zu mal ein bisschen hin und her alles. So, jetzt haben wir es fast komplett rüber. Und natürlich bleibt ein kleines Stück übrig, der nicht einfach rüber will. Aber dafür haben wir ja wieder unsere Reifenheber. Die sind nicht nur fürs Abmachen gut, sondern auch fürs Raufmachen. Einfach reinstecken und drüber hebeln. Ein bisschen gucken, dass man nach Möglichkeit natürlich nicht den Schlauch trifft. Was man jetzt natürlich nicht so gut sieht. Zweiten Reifenheber. Wir haben hier so eine kleine S-Kurve. Da kann man mal gucken, womit man besser reinkommt. Mit welcher Seite? Ups. So. Schon alles drin. Nochmal gucken, ob wirklich alles drin ist. Sieht aber gut aus soweit. Prima. Kommt unsere kleine Luftpumpe wieder zum Einsatz. So, hier ist das Ventil, ein bisschen dran ziehen. Beziehungsweise bevor wir die Luftpumpe nehmen, drehen wir den kleinen Ring,
die Ventilsicherung nochmal rauf hier. Weil sonst verschwindet, wie man sieht, hier das Ventil mal ganz schnell wieder in der Felge. Und das wollen wir sicher nicht. So, ich hätte mir auch ein schöneres Wetter aussuchen können für den Platten. Aber da hat man leider nicht immer so die Wahl. So, Pumpe drauf und fleißig pumpen. Das kann jetzt natürlich eine Weile dauern mit so einer kleinen Pumpe. Das ist jetzt auch Zufall, dass ich meine mittelgroße Pumpe mit habe. Die habe ich immer in meiner Radtasche drin. Ich habe eigentlich noch eine viel kleinere Pumpe. Die ist in der Satteltasche. Aber die hatte ich letztens einem meiner Söhne mitgegeben, weil der hatte einen kleinen wenig Luftverlust. Und bevor er dann nachher da steht und nicht mehr von der Schule nach Hause kommt, habe ich ihm die einfach mal mitgegeben. Ich pumpe, ich pumpe, ich pumpe. Ihr könnt natürlich auch eine elektrische Pumpe nehmen. Die gibt es zum Aufladen. Dann muss man das hier nicht per Hand machen. Oder ihr habt so eine CO2-Kartusche. Könnt ihr natürlich auch nehmen. So, was ich jetzt empfiehlt, ist nochmal beim Aufpumpen gucken, dass man überall halbwegs hier gleiche Bedingungen hat. Dass der Reifen nicht irgendwie einseitig hängt oder so. Ja, da kann man auch ein bisschen mehr oder weniger den ein bisschen massieren. Gucken, dass alles passt. Und dann fleißig weiter pumpen. Ihr müsst jetzt natürlich nicht auf 4 Bar oder 8 Bar, was auch immer ihr fahrt, oder weniger oder mehr raufpumpen. Es reicht natürlich, wenn ihr merkt, im Vergleich zum Vorderrad, wie viel Druck haben wir ungefähr. Ich sehe schon, das Vorderrad hat noch deutlich mehr Druck. Jetzt in der kalten Jahreszeit fahre ich ja eben mit reduziertem Reifendruck. Da bin ich so bei 3 Bar unterwegs. Das heißt, man muss auch nicht so viel pumpen, wenn man mal Platten hat. Und gib ihm! Komm! Oh. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Druck. Ab und zu auch mal einfach die Position ein bisschen wechseln. Die ganze Zeit in der Hocke wird sonst anstrengend. So, das sieht gut aus. Pumpe ab. Und dann sind wir fast schon fertig. Nachdem der Luftdruck einigermaßen stimmt, machen wir die Kappe drauf. Jetzt habe ich 2 zur Auswahl. Einmal die weiße durchsichtige oder die Transparenz durchsichtige oder die originale schwarze. Ich nehme wieder die schwarze, die sieht schon ein bisschen schicker aus. So, rauf damit. Letzter prüfender Blick. Rad sieht gut aus. Rein damit. Jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir die rote Kappe rausnehmen, den Distanzhalter. So, am besten schiebt man sich die Schaltung hier schon mal ein bisschen hoch. Dann trifft man besser mit dem Kranz die untere Seite von der Kette schon mal, da wo das ja aufliegen soll. Und dann kann man das Rad reinlaufen lassen hier. So, guck mal. Das sieht so gut aus, ne? Dann als nächstes gleich wieder die Achse rein. Nochmal gucken, dass er nicht direkt dazu gekommen ist in irgendeiner Form. So, Achse wieder rein. Passt. Festdrehen. Ja, festmachen, nicht zu fest. Ja, das meiste ist hier aus Aluminium und so, da braucht man nicht so festmachen. So, jetzt können wir das Fahrrad wieder umdrehen. Dazu bietet es sich am besten an, wieder hinlegen. Ich mache es diesmal andersrum. In die Fallrichtung drehe ich mich mal hin. So. Das braucht nicht so viel Kraft. Ständer raus. Das war's schon. Wow, das war ja wirklich gar nicht so kompliziert. Der Moment, vor dem ich die ganze Zeit so viel Respekt hatte,
war eigentlich gar nicht so schlimm. Im Endeffekt ging es auch ganz einfach, diesen Reifen zu wechseln, wie ihr gesehen habt. Und das gibt mir jetzt eine Erkenntnis. Ab hier kann ich mich jetzt viel sicherer fühlen, wenn ich unterwegs bin. Die einzige Voraussetzung, die ich brauchte, war ein bisschen Werkzeug, ein Ersatzschlauch, ein bisschen Flickzeug, um den Schlauch wieder zu reparieren. Und das war's. Einfach nur wissen, wie es geht. Und schon ist mehr Selbstvertrauen da und mehr Sicherheit. Falls du auch neu beim Fahrradfahren bist, verlinke ich dir das Werkzeug, die Satteltasche und so weiter unten in den Kommentaren. Und jetzt seid ihr dran. Und jetzt bin ich natürlich total gespannt, wie es euch bis jetzt ergangen ist. Hattet ihr schon mal einen Platten oder habt ihr Angst vor einem Platten und macht euch große Sorgen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lese mir gerne alle durch und reagiere natürlich auch. Und ihr habt ja gesehen, wenn ich das hinbekomme, diesen Reifen zu wechseln, dann schafft ihr das auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fahrradfahren und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Selbstvertrauen durch dieses Video gewinnen.